meine Freunde, heute geht es wieder um einen Porsche 968. Ich möchte euch heute zeigen, wie man die Steuerkette und die Gleitschienen wechselt. Ersatzteile für diese Reparatur haben wir von Partworks bezogen. Partworks ist immer eine tolle Quelle, wenn ihr Teile für eure klassischen Porsche sucht. Wie man die Ventilkammer öffnet, habe ich euch schon in dem Video über die Inspektion der Variocam gezeigt. Das könnt ihr euch jetzt anschauen. Für den Wechsel der Kette müssen die Nockenwellen ausgebaut werden und blöderweise muss man zum Ausbau der Nockenwelle den Zahnriemen wegmachen. Das heißt, wir müssen hier in die Vorderseite des Motors und deswegen muss erstmal die ganze Ansaugvorrichtung raus. Die Luftfilter-Oberseite hat hier erstmal so ein paar Schnappverschlüsse, die machen wir mal schön alle auf. Wenn man mal alle hat, kann man den Trichter abziehen und mit dem Luftfilter entnehmen. Auch hier können wir wieder ein bisschen Aluminiumfolie drüber machen. Auf der Seite können wir dann den Gummipuffer rausziehen. Dann sind hier zwei Kreuzschlitzschrauben. Da auch nochmal ein Gummipuffer. Und dann kann der ganze Unterteil auch raus. Hauptzündkabel muss natürlich auch noch weg. Und dann kann man den Zündverteiler ausbauen. Das sind wieder unverlierbare Schrauben, die müsst ihr also nicht ganz rausdrehen, sondern nur bis zum unteren Gewinde rauskommen. Dann der Zündverteiler abgenommen werden. Dann muss die mittlere Zahnriemenverkleidung weg. Da ist die Buchse. Wenn ihr alle habt, schafft ihr auch die Verkleidung nach oben rauszukriegen. Und wir haben sie. Dann machen wir den Deckel von der Nockenwellenverkleidung runter. Zwei Schrauben hier, die dritte hier. Kann die erstmal raus. Einfach rausziehen. Da unten ist eine Passhülse, deswegen wehrt er sich da so ein bisschen. Ein bisschen schaukeln, dann kommt er aus der Passhülse. Können wir dann auch den Zündverteiler demontieren. Drei Schrauben. Auch die Schrauben haben hinten Unterlagscheiben, die aber unverlierbar sind. Und dann kommen diese großen Scheiben einfach mit den Schrauben raus. Da oben erkennt ihr die Feineinstellung der Nockenwelle, die wird dann in diesen langen Löchern eingestellt. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Für den Moment nehmen wir Hilfsschrauben M5x20 oder M5x16 und sichern diese momentane Einstellung. So, die zieht ihr gefühlvoll mit Hand fest. Vorsicht, das sind M5-Schrauben, also nicht übertreiben. Bei der Servopumpe macht er oben die Schraube auf, an der die Servopumpe dreht. Nur lockern, das reicht. Und dann macht man vorne die zwei Schrauben vom Spanner komplett auf. Den Spanner kann man nachher gemütlich im Schraubstock aufmachen, dann hat man weniger Ärger. So, dann könnt ihr den Spanner als Ganzes entnehmen und zieht ihr die Pumpe ein bisschen ran, könnt ihr den Riemen abnehmen, habe ich vorher markiert, weil diesmal wird er noch wieder benutzt. Der Kompressor hat hier oben eine Schraube an ihrer dreht und die machen wir auf. Dann lösen wir wieder die Schrauben der Spannstange. Irgendwann haben wir den Spanner, dass der nicht immer im Weg rumhängt, machen wir gleich ganz weg. Dann lässt sich der Kompressor ein Stückchen hier rüber bewegen und ihr bekommt den Riemen, den Keilrippenriemen runter. Bisschen fummelig, aber irgendwann hat man das Teil. Wenn die Riemen ab sind, könnt ihr den unteren Teil der Zahnriemenverkleidung abbauen. Das sind 4 Schrauben. 3 von hier. Und die 4. sitzt ziemlich weit da oben.
Dann müssen wir die Zentralschraube aufmachen, da müsst ihr hier mit dem 30er gegenhalten und innen ist ein 10er Vielzahn und da braucht ihr schon am besten mit 2 Mann, aber ich schaffe es auch alleine. So, und dann macht ihr das wieder so handfest zu, dass ihr das nachher gut aufkriegt. Jetzt müssen wir den Motor auf oberen Totpunkt, Zünd-OT für Zylinder einstellen. Und hier ist eine kleine Kerbe im Gehäuse und hier auf dem Zahnrad ist ein Schlitz. Wir haben so ein bisschen gelb markiert, seht das besser und ich drehe den Motor, bis der passt. So, geht los. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich die Ausgleichswellen überprüfen. Hier oben am Gehäuse ist so ein Dreieck und hinten am Zahnrad. Schwer zu sehen, aber wenn man weiß, wo es ist, kein Problem. Die fluchten perfekt, die obere Ausgleichswelle stimmt. Bei der unteren Ausgleichswelle ist die gleiche Nummer, nur dort ist eine Plastiknarbe, die muss auch wieder an der Kerbe vom Zahnrad stehen. Hab's kontrolliert, stimmt. Beim 968 ist die Markierung vom Schwungrad unter diesem Stöpsel unten an der Glocke. Seht ihr, hier ist ein Loch und da war dieser Stöpsel davor. In dem Loch sind jetzt 3 Striche sichtbar, einer gerade links an der Kante, einer rechts und in der mittlere, in der Mitte vom Loch steht, sind wir bei OT. Jetzt muss die obere Rolle des Zahnriemens raus. Mit ein bisschen Schwung auf. Könnt ihr komplett entnehmen. Dann kriegt er die Rolle auch so zwischendurch. Wir merken uns die Laufrichtung, stecken wir die Schraube gerade wieder so rein. Da müssen wir den AGW-Riemen abnehmen. Machen wir erstmal die Leerlaufrolle vom AGW weg. Dann können wir die Spannrolle unten aufmachen. Stelle der Leerlaufrolle des Zahnriemens wird diese Stahlbuchse montiert, 25 mm Durchmesser, 35 mm Länge, Bohrung für M10 Gewinde. Da der AGW-Riemen jetzt lose ist, können wir die so montieren, dass die hier nicht stört. Ein bisschen ranziehen genügt. Und der Zahnriemenspanner, dieser hydraulische, wird jetzt mit so einem Bremsenrückholwerkzeug gespannt. Das kommt jetzt zwischen die Stahlrolle und seinem Spannerarm. So, jetzt sind wir da dazwischen. Und jetzt wird ein bisschen Druck drauf gegeben, bis es ansteht. Dann warten wir ein paar Sekunden. Dann geben wir wieder Druck drauf. Und warten wieder ein paar Sekunden. Und das wiederholen wir jetzt so lang, bis die Bohrungen für den Stift passen. Im Spannenzustand kommt dann zwischen die 2 Bohrungen Stift und der Spanner ist blockiert. Wenn der Spanner mal so weit zusammengedrückt ist, könnt ihr hier zu diesem Loch den Spanner blockieren. Da unten ist eine Gegenbohrung und da macht ihr einen Stift rein, ungefähr 2 mm und dann ist der Spanner blockiert. So ein Stift und dann da unten in das Loch rein, wo ich euch gezeigt habe. So, wenn der drin ist, kann die Halterung hier raus. Kommt da. Und dann könnt ihr den Bremsenkolbenrücksitzer wieder rausnehmen. Dann zieht er mal den Zahnriemen so langsam von oben runter. Er ist jetzt entspannt genug. Hier hängt er ein bisschen an der Vorspannung, können wir die Nockenwelle ein bisschen drehen. Und dann kriegt er die Spannung an den Zähnen raus. Seht ihr? Jetzt kommt er besser. Und wenn er unten ist, ist das Problem erledigt. Den Zahnriemen lassen wir einfach so hängen. Jetzt muss die Zentralschraube oben raus. Damit sich das jetzt nicht verdreht und wir das gut gegenhalten können, hatte ich die ja vorher schon gelockert. Weil die Nockenwelle sollte sich jetzt nicht bewegen. Um das Nockenwellenrad abzuziehen, braucht ihr einen Abzieher mit ganz schmalen Klauen. Ich habe mir hier extra welche gemacht. So, den setzt ihr mal schön mittig und so weiter an. Jetzt ist er reingerutscht. Druck aufbauen und beten. Dann könnt ihr den Abzieher mal abnehmen. Und das Rad kommt jetzt zusammen mit dem Nabenstern und der Scheibe für den Heulgeber runter.
Nach dem Zahnrad können wir uns jetzt an den unteren Schutz des Zahnriemens machen. 3 Schrauben hier und die 2 müssen wir auch noch lösen. Könnt ihr den Deckel da vorne abnehmen, wenn der nicht so freiwillig will, bisschen von hinten vorsichtig. Jetzt ist er schon draußen. Und hier kriegt dann unter der Zahnriemenverkleidung raus, kein Problem. Mit dem Heulgeber zusammen, also aufpassen, klopfen würde ich nur hier und hier, nicht unbedingt am Heulgeber. Um die Ölleitung des Kettenspanners abzubauen, sind es die 2 Schrauben von dem Flansch. Da ist eine Gummidichtung drunter, das ist weniger kritisch. Und diese Hohlschraube hier unten. Bei der Hohlschraube unten sind 2 Aluringe drunter. Vorsicht, dass ihr die nicht verliert. Wir machen jetzt erstmal die Schrauben alle sauber, dass das Werkzeug gut in den Kopf kann. Ich beginne mit der unteren. Oh, die war verdammt lose. Die haben wir nicht richtig angezogen. Jetzt müsst ihr die mal vorsichtig rausnehmen. Und dann schauen, wo der obere Aluring hinfällt. Der obere Ring ist hier. Jetzt könnt ihr so einen Haken nehmen und dann hier unten in der Ecke kann nichts passieren. Rechts ist eher das tiefe Loch vom Ölablass. Dann fugen wir da wie ein Zahnarzt da unten. Seht ihr? Jetzt habe ich den da unten in die Ecke geschoben, links unten. Dann machen wir die 2 oberen Leitungen los. Die sitzen jetzt zumindest mal fest. Dann drehen wir diese Schrauben mal aus. Die haben keine Unterlagscheiben. Könnt also nichts verlieren. Jetzt wird es schon beweglich da. Ist vorne und die lange ist hinten. Ergibt sich aber aus der Logik. Dann den Ring ganz vorsichtig bergen. Dann kann der schon nicht verloren gehen. Mit irgendwelchen Verrenkungen aus dem Auto gehen und wir haben sie. Dann ziehen wir den O-Ring ab. Der muss auf jeden Fall neu. Das Ventil könnt ihr dann mit dem Magneten abziehen. Beim Ausbau der Nockenwellen ist die Anleitung von Porsche nicht ganz klar. Die Federklammer, wo man zum Einbau benutzt, kriegt man in dem Zustand ja nicht drauf. Müsst ihr den ja irgendwie drücken und wieder unten reinfalten. Weil beim S2 baut man die Nockenwelle bei entspannter Kette aus, da wird der Federspanner aber nur oben eingefügt. Mir ist es jetzt trotzdem lieber, wenn die Kette entspannt ist, weil dann drückt es die Nockenwellen nicht nach innen zusammen. Deswegen habe ich mir so einen Spanner gebaut. Und mit dem könnt ihr jetzt mit dem Spanner könnt ihr jetzt, wenn er richtig angesetzt ist, die Kette ein bisschen vorspannen, die Spannung rausnehmen. Ihr seht, jetzt drückt es die Nockenwelle nicht mehr zusammen. Ich habe jetzt genügend Freiraum, um die Nockenwellen auszubauen. Das Spannelement ist ja noch hier an den 2 Schrauben verschraubt. Machen wir erstmal die Löcher sauber, dass das Werkzeug nicht abrutscht. Und dann können wir die 2 verbleibenden Schrauben auch lösen. Oh, die sitzt gut. Nur gefühlvoll. Schäden im Kopf sind nicht besonders erquicklich. Die Schrauben nehmen wir dann raus. So, der ist jetzt lose, der Kettenspanner, können wir weitermachen. Dann muss diese Halter von der vorderen Kappe runter. Nur abnehmen, dann ist schon gut. Die Lagerschalen sind Production Matched. Das heißt, man darf die auf keinen Fall vertauschen, da gibt es auch keine Ersatzteile dafür. Jede Lagerschale ist nummeriert. Die Nummerierung muss immer von außen lesbar sein. Die Reihenfolge ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau schaut, ist hier an der Dichtfläche jeweils die Nummer eingeschlagen, wo die Schale hinkommt. Wir beginnen mit der Lagerbrücke bei Zylinder 1. Da muss aber erstmal der Dreck, das Öl und so weiter aus den Schraubenlöchern, weil die Schraube, der Filzerneinsatz muss exakt sitzen. Ihr müsst da wirklich aufpassen, sonst spurt ihr die Dinger aus. Wenn Sie gar nicht wollen, geht es auch mit dem Handschlagschrauber. So, eine haben wir mal. Zwei. 3. Und die 4. Die war schon. Dann schraubt er die Lagerschalen raus. Die Unterlagscheiben sind zum Glück unverlierbar.
Und dann mit ein bisschen Ruckel sollten die weggehen. Die sitzen in Passhülsen, aber ich habe die. Und die erste ist auch weg. Wenn ihr die zwei Brücken bei Zylinder 1 weg habt, muss die Zündkerze von Zylinder 1 raus. Die war übrigens sehr lose. So, und die hängt ja im Einsatz. Weil zum Niederhalten der Nockenwellen, die Federn sind ja teilweise gespannt, gibt es ein Spezialwerkzeug, das im Zündkerzenloch montiert wird. Der Bolzen des Werkzeugs kommt ins Zündkerzenloch, man muss aufpassen, dass das Gewinde genau trifft. Mäßig anziehen, das reicht vollkommen. Jetzt kann anstelle der ursprünglichen Lagerbrücken so eine Traverse, also so eine große Brücke, montiert werden. Eine zweite Brücke kommt jetzt anstelle der Brücken bei Zylinder 3. Okay. Nun ist auch die zweite Lagerbrücke drauf. Wenn die zwei Lagerbrücken drauf sind, geht es jetzt mit der vorderen Lagerbrücke weiter. Die ist nochmal relativ heikel, weil das ist eine doppelte Brücke und die ist noch verklebt. Das wird beim Lösen fürchterliche Probleme bereiten. Die auch. Die ging aber auch auf. Und noch eine. Die ging auch gut auf. Schrauben raus von den Brücken. Ganz langsam, vorsichtig klopfen. Irgendwann bekommst du dann ein bisschen Spiel. Tut sich ein Spalt auf und das war's. Wir haben sie lebend runter. Dann können die restlichen Lagerbrücken weg. Und alle sind schon mal lose, dann kriegen wir es auch raus. Teile zu suchen im Auto. Die Lagerbrücke ist sogar schon lose. Also wunderbar. So, mit einigem Grodel geht sie dann raus. Und jetzt werden die Brücken langsam entspannt. Aha, da bewegt sich schon was. Die Nockenwelle kommt hoch, die steht auch auf Zug. Jetzt ist die wieder ein bisschen auf Zug gekommen. Dann vorne wieder ein bisschen hoch. So, ihr seht, die Brücken sind jetzt beide lose. Jetzt machen wir erstmal die Brücken raus. Und die zweite auch. Und die Brücke kann auch. Okay, den Deckel machen wir noch raus. So, dann probieren wir es nochmal. Aha. Jetzt wieder rechts. Und jetzt habe ich die ganze Geschichte. Wenn das Haus nicht, könnt ihr es hier mit einer Schraubzwinge zusammensetzen und wir haben den nach hinten draußen. Das war's. So, jetzt können wir den Zustand aller Teile auch besser begutachten. Wir nehmen jetzt erstmal die Welle aus der Kette und dann kann ich auch die zweite Welle aus der Kette nehmen. Das ist zum einen die Kette, so sieht sie ja noch gut aus. Die Frage ist, wie weit sie gelenkt ist. Das versuchen wir nachher mal im Vergleich zur neuen zu ermitteln. Wie sehen die Zähne aus? Und da sind noch alle dran und noch in einem verbaubaren Zustand. Zweite die gleiche Nummer. Das sind aber alle Zähne sind noch im Profil so ungefähr vorhanden. Ein bisschen Abnutzung ist dran. Auto hat ja auch schon 130.000 Kilometer, aber die halten nochmal. Dann müssen wir uns mal die Gleitschienen richtig anschauen und hier ist das typische Bild. Die obere hat nur geringe Einlaufspuren, aber hier hat schon angefangen ein bisschen zu haken. Und wenn es dann abbricht, weil das Plastik alt wird, dann habt ihr den kompletten Flurschaden.
weil dann schlägt es hier gegen die Kante. Und die untere hat schon deutliche Einlaufspuren. Also die waren auf jeden Fall nötig zu wechseln. Und das sieht man im eingebauten Zustand so gut wie gar nicht. Ersatzteile für unsere Reparatur haben wir natürlich von Partworks bekommen. In dem Päckchen sind eine neue Kette, der Simmering und die Gleitschuhe für die Spanner. Eine große Längung an der Kette kann ich nicht erkennen, hier die neue im Vergleich zur alten. Bleiben wir auf der sicheren Seite, natürlich bauen wir die neue ein. Dann wechseln wir die Gleitschuhe am Kettenspanner. Die obere und untere Führungsschiene sind übrigens gleich. Ihr müsst also gleich 2 Stück bestellen. Die Schienen sind aber von unterschiedlichen Seiten aufgeschoben. Die ist von der Seite aufgeschoben und die geht so rum raus. Das erkennt man auch hier an den Löchern. Hier ist kein Loch, während hier ein Stiftloch ist. Hier ist das Stiftloch und hier ist wieder keins. Zum Wechsel der unteren Schiene müssen diese Führungsstifte ausgebaut werden. Und da habt ihr ein bisschen Vergnügen, weil die sind nämlich verklebt. Dann probieren wir es mal. Und der Stift kommt. Wie gesagt, der ist verklebt. Ihr seht, wie sich der Klebstoff da rausarbeitet, aber das Gewinde ist noch dran. Einmal ging es gut, schauen wir nach dem zweiten. Theoretisch könnte man heiß machen, aber mit dem ganzen Öl macht das nicht so viel Spaß. Könnt ihr hier ein Stückchen Holz drunter legen. Und jetzt ist die Schiene frei. Die Schiene sieht auf den ersten Blick anders aus. Wichtig ist aber das Maß, wo die Aufnahme ist. Und lustigerweise ist die Teilenummer auch die gleiche. Das ist 944 105 50900. Beim Aufschieben, hier ist der Anschlag, also muss die oben so rum drauf, aber erst reinigen wir hier noch ein bisschen. So, die neue geht genau drauf. Punktlandung, fertig. Ziehen es ein bisschen an, dass wir unser Holz wieder rauskriegen. Dann sitzt du da unten ein bisschen an, aber das ist jetzt nicht kritisch für die nächsten 5 Minuten. Dann wechseln wir die auf der anderen Seite. Das geht gerade so mit den Fingern. Der Wechsel war ja von Porsche auch vorgesehen, weil im Patch steht eigentlich auch nur was von einer Schiene. Und die zweite Schiene wird dann von vorne aufgedrückt. Jetzt sitzt du schon und diese Stifte verhindern nachher im eingebauten Zustand, dass die Schiene runterwandert. Beim S2 war ja noch eine Schiene verschraubt. Diese Gewindestifte, diese Stehbolzen, könnt ihr jetzt bei Porsche neu kaufen. Die kommen dann mit mikroverkapseltem Klebstoff auf dem Gewinde. Kostet natürlich 20 € das Stück. Bei 68 muss man finanziell ja sowieso leidensfähig sein, aber hier genügt es auch, wenn wir die Gewindestifte reinigen. Also ich mache es jetzt mit Aceton fettfrei und dann nehmen wir Schraubensicherung und kleben sie ein. Die Gegenseite versuchen wir natürlich auch zu reinigen. Dann Tropfen Schraubensicherung auf den Bolzen. Bolzen eindrehen. Die Schraubensicherung, wo übrig ist, hier unten gleich abwischen. Und dann wird er mit 10 Newtonmeter angezogen. Und 10. Das gleiche mit dem zweiten Bolzen. Wieder mit 10 anziehen. Jetzt spannt er den vorsichtig in den Schraubstock ein. So ungefähr ist gut. Jetzt müsst ihr euch so eine Drahtklammer biegen, Stahldraht 2,5 mm. Die Form findet ihr ungefähr im Internet und die Maße müsst ihr am Objekt abnehmen. Das ist jetzt aber kein Problem mehr. Spannt ihr einfach in den Dings ein und dann können wir die Klammer so reinsetzen, gut andrücken. Wenn wir jetzt den Schraubstock entspannen, ist der Federspanner gespannt. Die Nockenwellen werden in die neue Kette gelegt und zwar so, dass das markierte Glied, da ist ein Zahn, der Zahn muss genau an der Markierung stehen. Und bei der anderen Welle genauso, hier ist der Zahn und hier ist das markierte Glied. In der Lage müsst ihr jetzt den Kettenspanner dazwischen setzen. Der war ja natürlich vorgespannt.
Jetzt gibt es ein typisches Problem des Porsche-Monteurs. Er hat nie genügend Arme, weil wenn wir jetzt versuchen, die Nockenwellen ins Fahrzeug zu heben, fällt uns der Kettenspanner 100 Pro raus. Deswegen sichere ich den Kettenspanner hier nochmal mit so einer Klammer. Auf der anderen Seite auch. Nun kann ich das Paket gefahrlos anheben und ins Fahrzeug verfrachten. Bevor wir das tun, wechseln wir aber auch noch den Simmering. Den alten kann man einfach abziehen. Hier sieht man, wo er undicht war. Der alte Simmering, da hat er schon geleckt. Das ist der richtige, 3047,7, rechtsdrehend. So, dann wischen wir hier gut ab und die Innenlippe gut ölen. Tropfen Öl so viel schadet nicht, nur nachher abwischen, dass er keinen Schreck bekommt, wenn ein Tropfen Öl sich bildet. Einmal noch mit dem Finger verteilen, dann wird er von vorne aufgesetzt. Die Tiefe richten wir nachher nochmal ein. Im Fahrzeug selber wischen wir alle Schalen aus. Jetzt mit der großen Ölkanne alles gründlich ölen. Das kann gar nicht zu viel Öl sein. Das verteilt sich dann schon wieder im Motor. Fließt ja in die Ölwanne ab. Hydros schadet es auch nicht. Jetzt wird das Paket, so wie wir das justiert haben, vorsichtig in den Motor eingesetzt. Die sitzt schon. Der Kettenspanner gibt sich auch so ungefähr die Ehre. Also das sieht gar nicht so schlecht aus. So, da ist natürlich die Federn, wo da drücken. Da vorne den Simmering nochmal gerade drücken. Werkzeug können wir auch ein bisschen ölen. Das war mal die vordere Brücke. Setzen wir die an. Dann die hintere Brücke. Dann machen wir das Öl aus den Löchern des vorderen Kettenspanners. Hier war keins drin, da oben war schon ein bisschen drin. Jetzt ansetzen des Kettenspanners, dann wissen wir auch, dass der in der richtigen Position ist. Ah, der hat sofort getroffen. Sehr schön. Anziehen brauchen wir das jetzt noch nicht. Jetzt können wir auch diese Architektenklammern da wegnehmen. Die Schrauben machen wir mal gerade handfest. Ah ja, ihr seht, jetzt drückt er sich auch schön in Position. Dann können wir mal ganz vorsichtig beginnen, die Nockenwellen wieder runterzuziehen. Immer abwechselnd, ganz vorsichtig. Wenn wir die Nockenwellen schon ein bisschen unten haben, dann können wir ein paar Lagerschalen aufsetzen. Da schauen wir erstmal, ob die Gewinde sauber sind. Da ist alles gut. Und die Lagerschalen da hinten gehen ja auch. Beginnen wir mal mit der zweiten Lagerschale. Wischen wir aus. Die Nockenwelle wischen wir aus. Dann kommt gut Öl drauf. Dann kommt gut Öl drauf. Und dann so montieren, dass man die Zahl von außen lesen kann. Die Beschriftung von der anderen Seite lesbar. Ich glaube, das ist asymmetrisch, kriegt er gar nicht ohne drauf. Schön verteilen, dass die nicht trocken läuft. Mal ansetzen, die Schrauben ein bisschen ins Gewinde drehen. Die Lagerschalen legen wir jetzt mit den Schrauben gerade an. Auf den Schalen wird keine Kraft ausgeübt. Die Kraft kommt nur über die Brücken. Jetzt sind die wieder ein bisschen lose, dann kann man denen wieder ein bisschen nachgeben. Und das macht er in 10 oder noch mehr Durchgängen. Das ist ein Geduldsspiel. Mittlerweile habe ich gute 10 Durchgänge, hier ist fast gar kein Spalt mehr. Und die Lagerschalen sitzen auch alle in ihrer Position. Jetzt kommt hier wieder immer so schön Reibung. Die ist wieder ein bisschen lose geworden. Dann wieder die Brücken.
Die liegt aber schon fast an. Hier haben wir noch ein bisschen Spannweg. Kontrolliere jetzt mit dem Fingernagel, ob die Brücken alle aufliegen. Die liegen alle auf. Da ist nichts mehr zu holen. Da kriege ich nirgends was dazwischen. Das heißt, wir können jetzt an die vordere Lagerbrücke gehen. Bei der vorderen Lagerbrücke war ja verklebt, muss der Klebstoff weg. Nimm das immer so einen Kupferschaber, weil der keinen Schaden macht auf dem Aluminiumkopf. Dann entfetten wir die Flächen mit Aceton. Und jetzt wird es ein bisschen heikel, weil wir müssen das ölen und das kleben. Also der Ölfilm muss jetzt ein bisschen dünner ausfallen, sonst liegt er nämlich in der Klebung drin. Das gleiche hier. Gut. Zum Kleben schreibt Porsche Loctite 574 vor. Dann verreibt er die Klebemasse auf der Klebefläche. Die Brücke so drauf. Wenn der Klebstoff trocken wird, gleich die Schrauben alle rein. Und hier müssen wir auch gleich anziehen, weil das ist ja schon die finale Klebung. Und die ziehen wir dann auch gleich mit Drehmoment fest, 20 Newtonmeter. Nachdem die 3 Lagerschalen, also hier, die hier, das Paar und das Paar da hinten drin sind, können die Brücken jetzt raus oder die Traversen. Mal schön lose. Und dann kann man die Traversen abnehmen. Das gleiche mit der hinteren Brücke, nur aufpassen, dass euch da nichts in den Motor fällt. Deswegen habe ich die Hand so komisch drunter. Und auch die Brücke kann weg. Hier kommt jetzt wieder die gleiche Nummer, abwischen und nachher gut ölen. Löcher checken, trocken, trocken, trocken. Alle wieder gut ölen. Hier könnt ihr mit dem Öl richtig großzügig sein, weil das fließt ja nur in den Motor rein. Die 1er Schale bei 1. Die 5., so dass man sie wieder von oben lesen kann. Die 3er. Dann wieder mal handfest anziehen. Die vordere Doppelbrücke hatten wir schon und alle anderen bekommen jetzt ihre Drehmoment. Jede bekommt ihre 20 Newtonmeter. Dann kann auch die Klammer wieder raus. Und da haben wir sie. Dann müssen die Stehpulsen wieder raus. Bei meinen selbstgemachten geht es einfach mit der Kontermutter-Methode. Dann setzen wir gleich eine Zündkerze ein. Das gleiche mit dem hinteren Bolzen. Erstmal die Kontermuttern an, dann vorsichtig losschrauben. Und auch hier wieder eine Zündkerze rein. Da die Zündkerzen locker waren, ziehe ich die anderen gleich mit. Aha, da sieht man, was da war. Die waren ein bisschen altlocker gesessen. Jetzt haben wir 25 und nach Porsche dürfen es 25 bis 30 sein. Zu haben. Die saßen echt verdammt locker, die Zündkerzen. Die Kappen
Verschlusskappen da vorne könnt ihr wieder benutzen. Da gibt es ein Spezialwerkzeug, um die einzutreiben. Jürgen hat sich natürlich eins gemacht. Und wenn ihr die alte wieder benutzt, empfehle ich auf jeden Fall ein bisschen Petergrün drauf zu machen. Das verreibt er so ein bisschen. Das dichtet dann zusätzlich ab, dass er da vorne nicht ölt. Und dann wird es mit einem Schlag eingetrieben. So sitzt es. Gut ist. Wenn der Deckel drin ist, kann man auch den Halter gleich montieren. Und mit 8 Newtonmetern anziehen. Zur Sicherheit geben wir auch dem Simmering noch einen Schlag, dass er plan sitzt. Natürlich gibt es hier auch wieder ein Spezialwerkzeug. Made by me. So, man sieht auch, der hat sich nur um einen halben Millimeter gesenkt. Nachdem die Arbeiten im Zylinderkopf soweit abgeschlossen sind, kommt nun die Geschichte mit dem Zahnriemen. Da beginnen wir mit der hinteren Verkleidung. Die müssen wir jetzt hier wieder vorsichtig unter den Kunststoff fädeln. Hatten wir ein bisschen sparsam demontiert. Den Schrauben müsst ihr jetzt aufpassen. Es gibt welche mit dicken Unterlagscheiben und welche mit dünnen. Dicken waren hier. So passt das wieder. Und die dritte Schraube mit der dicken. Dann ist der Deckel mal soweit in Position. Kunststoff auch. Und jetzt passen auch die Schrauben mit den dünnen Scheiben. Weil die gehen ja nur in die hintere Kunststoffzahnriemenabdeckung. Die hinteren zieht er gefühlvoll nur leicht an, weil das sind Messingbuchsen in der alten Kunststoffverkleidung. Wenn er die jetzt mit 8 Newtonmeter anknallt, kriegen wir sie nie wieder auf. Das genügt vollkommen. Und die hier ziehen wir mit Drehmoment an. Also jetzt erstmal handfest. So, und dann kriegen die 8 Newtonmeter. Und 8. Dann wird die Nockenwelle gut abgewischt. Die Passfeder war die ganze Zeit drauf, die saß so fest, dass man sie nicht verlieren konnte. Dann auf jeden Fall einen Tropfen Öl, den rundherum verteilen. Das gleiche an dem Zahnrad, auch hier mal innen gut auswischen. Tropfen frisches Öl rein. Und dann müsst ihr beachten, da ist ja eine Nase. Feder ist hier, wir setzen das ungefähr lagerichtig an. Dann wackeln, bis wir reinkommen. Haben wir schon Volltreffer. Dann kommt gleich die Schraube rein. Und dann ziehen wir mal die Schraube provisorisch an, weil nachher müssen wir sie ja wieder losmachen. Das reicht jetzt schon vollkommen, nur mal kurz zum Durchdrehen. Kontrollieren unsere Maike und da sieht man, wie schön, dass wir die Wellen eingesetzt haben. Die passen schon, können wir den Zahnriemen direkt aufsetzen. Zahnriemen kommt wieder aus der Versenkung. Nicht knicken, nur ein bisschen zur Seite legen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den wieder hier drauf kriegen. Dazu muss das Rad hier noch so einen halben Zahn vor, dass wir den Zahnriemen da mitnehmen. Jetzt kommen wir ungefähr rein. Schauen wir mal, ob wir drauf kommen. So, irgendwann kriegt er den dann drauf. Dann müssen. Das passt, die Meigen stimmen. Unten müssen wir sowieso nochmal kontrollieren. Dann kommt ganz kurz unser Bremsenrückholwerkzeug wieder an Dings, weil der Pin ist jetzt unter einer gewissen Spannung, wenn ich den rausziehen würde. Das heißt, wir müssen da erst ein bisschen Spannung aufbauen. So, und jetzt ist der Pin lose, weil wir ein bisschen Spannung drauf haben, dann können wir den gerade so rausziehen. Und jetzt nehmen wir langsam die Spannung weg. Der Drücker sollte sich jetzt schön brav an den Zahnriemen drücken. Wie sagt meine Frau immer, Mund halten, schrauben. Dann kann er raus. Dann könnt ihr hier noch mal ein bisschen nachziehen und ihr seht, jetzt hat der Zahnriemen eine vernünftige Spannung. Dann kann der Spezialbolzen wieder raus. Nicht vergessen, an der Stelle des Spezialwerkzeugs war ursprünglich eine Mitlaufrolle. Und die Schraube hier in der Leerlaufrolle wird mit 45 angezogen. Jetzt spannt ihr
die Spannrolle des AGWs im Uhrzeigersinn und dann hier mal kurz arretieren. Die Spannung des AGW-Riemens ist dann gut, wenn er sich an dieser Stelle bei demontierter Mitlaufrolle gerade noch um 135 Grad drehen lässt. Mit Zwei-Finger-Methode. So, und jetzt müsst ihr die unten gegenhalten, die Spannrolle, und dann wird die mit 45 Newtonmeter angezogen. Und 45. Müssen wir nochmal die Meigen kontrollieren. Die obere stimmt perfekt. Und die untere stimmt auch. Die muss genau in diesem Plastikteil hier stehen, so sieht man es gut. Die obere Mitlaufrolle wird jetzt nicht einfach aufgeschraubt, weil die hat jetzt hier auch wieder ein Langloch. Die muss jetzt so eingestellt werden, dass sie den Zahnriemen gerade um 0 bis 1 mm wegdrückt und unten einen Freiraum von 0,5 oder ein klein bisschen mehr hat. Die wird jetzt hier auf den Stehpulsen aufgesetzt und die muss jetzt hier gerade so andrücken oder so. Das müssen wir dann schauen, wo wir den Freiraum kriegen. Ein bisschen haben wir ja da im Ding. Setzen wir erstmal eine Mutter auf. Die Mutter können wir dann schon mal leidlich anziehen. Also so, dass er gerade noch bewegbar ist. Jetzt müsst ihr den gerade so anstellen, dass er hier gerade den Zahnriemen berührt. So sieht es ganz gut aus. Der Position festhalten. Mal anziehen. Und jetzt unten den Freiraum mit einer 0,5 mm Leere prüfen. Das ist gerade 0,5 mm Blech. So, der Spalt unten ist gut. Wir haben die 0,5 mm und oben kratzt sie gerade so an. Also so können wir sie lassen. Und dann bekommt auch die Rolle ihre 45 Newtonmeter. Perfekt. Jetzt nochmal alle Meigen kontrollieren. Nockenwelle passt. Obere AGW passt, untere AGW passt und die Meige an der Kurbelwelle passt auch. Dann die Nockenwelle, die Zähne stehen hier so gegeneinander, das ist OT1, also die Nockenwelle liegen mal richtig drin und der Bezug der Nockenwelle, hier ist die Meige, hier ist der Zahn, farbiges Glied, hier ist die Meige, hier ist der Zahn, farbiges Glied. Der Kettenspanner sitzt auch soweit. Bevor wir den Motor durchsichern, ist es mir lieber, wir sichern den Kettenspanner ein bisschen besser. Der ist nämlich eigentlich nur hier momentan verschraubt, weil hier käme ja noch die Ölleitung und so weiter. Und ich mache jetzt da hinten noch eine Schraube rein, damit der nicht kippt. Wird ein bisschen gelockert, ja, ne? Das ist das, was man immer überprüfen muss. So, jetzt dreht er den Motor langsam durch. Ganz langsam. Das war jetzt eine Viertelumdrehung. Nockenwelle. So, der Riemen und so, das läuft alles ganz gut. Kurz vor der Meige hören wir auf, weil die eigentlich präzisere Meige ist ja unten. So, jetzt gehen wir runter und drehen unten an der Kurbelwelle, bis sie kommt. Der mittlere Strich ist wieder am Schauloch, das heißt, Kurbelwelle ist auf OT. Der AGW stimmt auch. Obere AGW passt perfekt und die Nockenwelle stimmt auch. Damit ist der Einbau der Zahnriemen soweit beendet. Die anderen Riemen machen wir noch später. Da wir die Kette und die Gleitschuhe gewechselt hatten, müssen jetzt die Steuerzeiten der Nockenwelle wieder fein eingestellt werden. Dafür gibt es aber ein separates Video, das könnt ihr euch jetzt anschauen. In dem Video habt ihr gesehen, wie man die Ölleitung wieder einbaut, den Ventildeckel schließt und das ganze Zündgeschirr wieder installiert. Jetzt ist alles bereit für den ersten Probelauf, weil Lichtmaschine und Servopumpe brauchen wir nicht unbedingt. Dann schließen wir den Schnellverschluss der Batterie wieder an. Und er läuft wieder. Na, haben wir gut gemacht. Zur Sicherheit habe ich nach dem Probelauf nochmal alle Meigen kontrolliert. Dann können wir jetzt die Stöpsel drauf machen und es passt alles. So, der Stöpsel. Und dann macht er an dem Schwungrad wieder den Gummistöpsel rein. So,
So sitzt er wieder, dass kein Wasser reinkommt. Dann kommt die untere Verkleidung des Zahnriemens drauf. Die ist hier normal geschraubt, hier zu normale Schrauben. Dann die Schräubchen mal rein. Oben war noch dieser Halter für den Wasserschlauch. Naja, der Kunststoffring ist schon lang gebrochen, aber der Halter kommt so hin und die Verkleidung wird mit festgeschraubt. Da müssen wir mal schauen, dass wir einen neuen Halter bekommen. Jetzt mal mein Kabelbinder drum, das tut es. Sieht man mehr. So, hier im Spaltloch oben. Die Schrauben zieht er jetzt sehr gefühlvoll an. Das sind ja die Basic-Buchsen in Kunststoff, also auf keinen Fall Gewalt. Und nicht die 8 Newtonmeter, wo Porsche bei mir steht. Es geht nur bei neuen Plastikverkleidung. Jetzt kommt der Riemen drüber. Der Spanner kommt dann erstmal hier dran, und die Stanzbuchse, damit der Abstand stimmt. Und jetzt müsst ihr den so weit aufdrehen, bis die Spannung stimmt. Dann mal die so halb fest anziehen und die auch. Jetzt müsst ihr den so lang drehen, bis der Riemen hier so ungefähr 7 mm mache ich als spannbar ist. Jetzt könnt ihr die Kontermuttern anlegen. Andere Seite das gleiche Problem, nur dran denken, dass das Gewinde hier verkehrt rumläuft. Dann wird die Schraube hier oben angezogen und auf der anderen Seite. Die Seite bekommt 20 Newtonmeter, das ist ja nur ein M8 Gewinde. Und die hier ist 10er Gewinde, 45 Newtonmeter. Und schon ein bisschen mehr. Und 45. So, und dann könnt ihr hier die Kontermuttern am Spanner anziehen. Nicht zu fest, sonst gehen sie das nächste Mal wieder nicht auf. Hier die gleiche Nummer, aber dran denken, das ist Linksgewinde. Dann müsst ihr die Achsschraube an der Lichtmaschine anziehen. Theoretisch 45, aber da kommen wir mit eingebauten Lüftern mit dem Drehmomentschlüssel mit bei. Jetzt kann auch die vordere Zahnriemenverkleidung wieder ins Auto. So sitzt die und jetzt müssen ihre Schrauben rein. Jetzt müsst ihr die ganzen Schrauben einsetzen. Das wird wohl die einzige sein, die ihr in der Kamera seht. Bei den anderen müsst ihr jetzt halt fummeln, dass er hinkommt. Zieht ihr alle gefühlvoll fest. Vorsicht, meine übliche Warnung, Kunststoff. Dann kann auch der Servoriemen wieder rein. Er kommt zuerst über die Servopumpe und dann über die Pumpe hier in der Mitte. Über das Antriebsrad in der Mitte. Schon drauf. Dann kommt das Spannelement drauf. Das ist doch verkehrt. Nee. Dann müsst ihr jetzt mal in der Länge so lang fixieren, bis die Schraube hier reinpasst. Niemals da drauf die Scheibe, aber ist egal. Macht ihr hier das Schräubchen zu, dann mal da noch halbwegs anlegen. Ist die gleiche Prozedur wie drüben. Und dann den Spanner so weit drehen, bis der sich nur ungefähr so ein Stück eindrücken lässt. Das ist ganz gut. Dann können wir schon die Kontermuttern fixieren. Dann wird die Achse oben festgeschraubt von der Servopumpe. Und damit ist die Servopumpe in der Stellung blockiert und die Kraft ist nicht mehr auf dem Spanner, der war nur zum Spannen da. Dann wird der Spanner angezogen. Dann bekommen alle Schrauben 20 Newtonmeter, das sind M8er Schrauben. Jetzt muss noch die Unterbodenverkleidung drauf und dann ist unsere große Reparatur zu Ende. Und ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.